Weg mit dem Twizy und her mit dem Mobilize Duo. Renault stampfte ja seinen bisherigen Kleinst-Vierradler ein und bringt nun den verbesserten Nachfolger. Alles, was man aktuell zum Mobilize Duo wissen kann, seht ihr jetzt hier auf Project Drive. Zuerst möchte ich euch aber meine Merch-Designs zeigen, denn mittlerweile gibt es nicht nur das herkömmliche Logo und den Elektronauten, sondern auch das Space Nebula Design, das Comic Design und das erstmal einen Reinladen Design. In Zukunft wird es aber noch mehr von mir designtes Merch geben. Mit dem Kauf unterstützt ihr außerdem meinen Kanal für noch mehr und vor allem immer bessere Videos. Den Link zum Shop findet ihr in der Videobeschreibung. Der Mobilize Duo verfügt über zwei LED-Scheinwerfer vorne und ein LED-Leuchtband am Heck. Die Karosserie ist unlackiert, damit zum Beispiel Gewerbetreibende ihr Fahrzeug individuell gestalten können. Durch schwarze Kunststoffelemente und Aufkleber entsteht dabei ein Zweifarbdesign. Die unlackierten Stoßstangen und Schweller sind zudem mit einer langlebigen Camouflage-Maserung versehen. Diese verdeckt Abnutzungserscheinungen und Kratzer, die im Laufe eines Fahrzeuglebens auftreten können. Besonders praktisch sind die beiden nach oben öffnenden Seitentüren. Diese Lösung setzt nicht nur ein visuelles Statement, sondern erhöht auch den Komfort und die Sicherheit. Insassen können selbst in beengter Umgebung bequem ein- und aussteigen, ohne andere Verkehrsteilnehmer wie Fußgänger, Fahrrad- und Motorradfahrer durch plötzlich öffnende Türen zu gefährden. Im Vergleich zum Twizy wurde auch das Fahrwerk angepasst. Die breite Spur und die optimal positionierten Stoßdämpfer trotzen den Unebenheiten städtischer Straßen und häufigen Wechseln der Fahrbahnoberfläche und tragen so zum hohen Fahrkomfort bei, heißt es seitens Mobilize. Bei der Entwicklung wurde auch Wert auf die Nachhaltigkeit gelegt. Die wichtigsten Karosserieteile wie Stoßfänger, Kotflügel und Radkästen bestehen zu 60% aus recycelten Polymeren. Am Ende ihres Lebenszyklus sollen der Duo und sein Lieferpendant Bento zu 95% wiederverwertbar sein. Und um die Produktions- und Reparaturkosten zu senken, sind zudem die vorderen und hinteren Stoßfänger identisch. Auch die Schweller lassen sich sowohl links als auch rechts montieren. Statt zwei kommt eine einzige Blinkeranzeige zum Einsatz. Dadurch werden 5-mal weniger Teile benötigt als bei einem herkömmlichen Fahrzeug. Optisch gleicht der Mobilize Duo dem Twizy sehr stark. Besonders die anders aussehenden und platzierten Scheinwerfer unterscheiden sich vom alten Modell. Neben einem digitalen Kombi-Instrument findet man im Inneren einen Schalthebel und eine Halterung für das eigene Smartphone, das per Bluetooth ins Fahrzeug eingebunden wird und als zentraler Bildschirm für Musik und Konnektivitätsfunktionen dient. Ein USB-C-Anschluss lädt das Smartphone dabei während der Fahrt auf. Passend zum Exterieur finden sich auch innen verschiedene Aufkleber. Ein Schallwandler, der zwischen Boombox und Windschutzscheibe installiert ist, verwandelt das Interieur zudem in einen rollenden Konzertsaal, wenn man so will, der einen Rundum-Sound liefert, ohne dass Lautsprecher benötigt werden. Fahrer und Beifahrer sitzen hintereinander in Tandem-Anordnung. Der Fahrersitz ist in der Länge verschiebbar, was den Zugang zur zweiten Reihe erleichtert. Beide Sitze sind vollständig mit strapazierfähigem TEP-Polstern bezogen, die sich problemlos abwaschen oder gar mit einem Schlauch abspritzen lassen. Über einen Stöpsel unterhalb der Pedale kann das Wasser anschließend wieder ablaufen. Und auch die Sicherheit wurde im Vergleich zum Twizy erhöht. Für den Fahrer ist nämlich im Lenkrad ein Airbag integriert, eher unüblich in dieser Fahrzeugklasse. Ein weiteres Beispiel für die hohe Funktionalität des Duo sind auch die zahlreichen Ablagefächer unter anderem an den Seiten des Vordersitzes, die ein zusätzliches Stauvolumen von 300 Litern bieten. Der Duo ist außerdem voll vernetzt und das schon direkt nach der Bestellung. Der gesamte Lieferprozess kann von den Kunden nachverfolgt werden. Bei Anlieferung verwandelt sich das Smartphone der Nutzer in die mobile Schaltzentrale. Mit der sowohl für Android als auch iOS-basierte Geräte verfügbaren MyDuo-App lässt sich das Fahrzeug nicht nur ver- und entriegeln, sondern auch mit bis zu 6 weiteren Personen teilen. Der digitale Schlüssel kann dabei jederzeit aktiviert bzw. deaktiviert werden, auf Wunsch auch für einen individuell definierten Zeitraum. Der Mobilize Duo ist 2,43 Meter lang, der Bento kommt aufgrund der 649 Liter großen Gepäckbox auf 2,54 Meter. Damit ist der Duo rund 20 cm länger als der alte Twizy, mit 1,30 Meter ist er aber auch 8 cm schmaler. Ein Wendekreis von 6,8 Metern hilft beim Rangieren in der Stadt.
Sowohl der Duo als auch der Bento setzen auf einen 48 Volt Elektromotor, der dem Hybridsystem des Renault Austral entnommen wurde. Die Batterie nutzt NMC-Zellen und kommt auf einen Nettoenergiegehalt von 10,3 Kilowattstunden, also so viel wie eines der 5 Module aus dem neuen Renault 5 mit 52 Kilowattstunden Batterie. Das soll im Duo für bis zu 161 Kilometer Reichweite nach WLTC reichen, im Bento sind es 149 Kilometer. Selbst im Winter soll die Reichweite bei über 100 Kilometer liegen. Geladen wird über einen Anschluss, der sich hinter einer Klappe an der Front des Fahrzeugs versteckt. Serienmäßig ist der Anschluss für das Laden an der Haushaltssteckdose. Damit soll innerhalb von einer Stunde Strom für 25 Kilometer in den Akku fließen. Das Aufladen von 20 auf 80% dauert 3 Stunden und 50 Minuten. Optional gibt es auch einen Typ-2-Stecker für das Laden an öffentlichen AC-Ladestationen oder einer Wallbox, dann verkürze sich die Ladezeit um rund 25 Minuten. Es ist noch nicht zu 100% klar, ob der Mobilize Duo am Ende günstiger wird als sein Vorgänger. Der Preis von 9.990 € für Frankreich lässt sich nicht direkt auf Deutschland übertragen. Hierzulande hat der Twizy in der 45 km/h Version kurz vor seinem Produktionsende 11.450 € gekostet. Das 80 km/h Modell startete bei 12.150 €. Sind die neuen Mobilize-Modelle würdige Twizy-Nachfolger? Sagt mir das gerne in den Kommentaren. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst mir ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht auf meinem Instagram- und TikTok-Kanal vorbeizuschauen. Die Links dazu sind in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Dranbleiben und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!